3 Wochen Schweden. Mittlerweile hat sich der Rhythmus der Straße tief in unseren Alltag geschlichen. Wir, das sind Basti, Svenja, Hündin Peppi und unser Jimny, der uns jeden Tag ein Stückchen weiter nach Norden trägt. Das Wetter diese Woche, ein ständiges Wechselspiel aus Sonne und Regen. Aber wir haben eine ungeschriebene Regel. Entdecken wir unterwegs eine lokale Bäckerei, wird angehalten. Je kleiner die Bäckerei, umso besser werden sie. Ja. Es gibt kaum etwas Besseres als den Duft von frischen Zimtschnecken im Auto, während draußen die Welt vorbeizieht. Gestartet sind wir mit den ganz einfachen, unglamourösen Dingen des Camperlebens. Ich bin schon frisch geduscht. Basti ist gerade unter der Dusche und hinter mir ist der Waschraum. Eine heiße Dusche und die erste Ladung Wäsche ermöglicht von einer kleinen Gemeinde am Wegrand. Und dann sind es diese Sekunden, für die man loszieht. Wir haben Elch gesehen. Wir haben Elch gesehen. Nichts ahnend biegen wir ab und treffen auf unseren allerersten Elch. Auge in Auge mit dem König der Wälder, bevor er direkt wieder im Dickicht verschwindet. Nach dem Regen kommt der Wind. Eine raue Abwechslung, die uns immerhin die Moskitos vom Hals hält. In einer der kleinen Schutzhütten am Rastplatz finden wir Unterschlupf für unseren morgendlichen Kaffee. Wir atmen noch einmal durch, spüren die kühle Luft und es geht weiter Richtung Norden. Dorthin, wo Schweden noch ein bisschen wilder wird. Dass Schweden uns nochmal überraschen wird diese Woche, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber diese Woche entdecken wir Orte, mit denen wir so in Schweden absolut nicht gerechnet haben. Alla vi som älskar bingo, klappa nu. Alla vi som älskar bingo, klappa nu. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Ich war gerade schon eine Runde mit Peppi spazieren und habe ein bisschen Holz mitgebracht und habe hier jetzt direkt schon ein Feuer angemacht, weil man merkt, wir kommen weiter Richtung Norden und die Moskitos und die kleinen Mittes vor allem sind kein Witz. Die haben es echt in sich. Man durfte auch auf dem Spaziergang eigentlich fast nicht stehen bleiben. Und gestern hat das Feuer hier schon gut geholfen, beziehungsweise eigentlich immer. Und deswegen einfach direkt wieder das Feuer angemacht. Dann hat man zumindest eine Area, wo man sich ganz gut aufhalten kann, wo man nicht direkt verspeist wird. Aber sonst ist es herrlich hier. Absolute Stille. Fluss zum Abkühlen. Hier lässt sich's aushalten. Jetzt bin ich auf jeden Fall wach. Jetzt gibt es noch einen Kaffee und dann erst noch mal ein bisschen ans Feuer sitzen. Aufwärmen müssen wir uns nicht, die Sonne scheint, es ist richtig herrlich. Und dann werden wir den schönen Platz hier wohl ein bisschen zum Arbeiten nutzen, weil glücklicherweise haben wir hier auch echt richtig guten Empfang. 5G, 4 Striche. Das muss man ausnutzen. Also ich würde sagen, die meisten denken, das ist
Basti hat sich vorne auf dem Beifahrersitz schon gemütlich gemacht und arbeitet schon am Laptop. Ich habe jetzt noch ein bisschen aufgeräumt und setze mich jetzt gleich hoch ins Zelt zum Arbeiten. Normalerweise würde ich mich wahrscheinlich eher draußen hinsetzen, aber die Moskitos und Bremsen und alles ist so fies. Und wenn man nicht direkt am Feuer sitzt, wird man quasi, wenn man sitzt, verspeist. Deswegen setze ich mich jetzt nach oben ins Zelt. Peppi ist auch schon oben. Die fühlt sich da oben irgendwie auch am wohlsten. Und ja, so verbringen wir jetzt erstmal ein paar Stündchen, bevor wir dann nochmal was draußen machen. Unsere Nachbarn sitzen gerade so schön draußen am Feuer, beziehungsweise Lea geht, glaube ich, laufen. Und dann habe ich mir gedacht, setze ich mich doch in das gemütliche Womo und kann mich ausbreiten und habe Platz zum richtig Arbeiten. Muss mich nicht oben ins Zelt quetschen. Deshalb nutze ich doch die Möglichkeit, wenn man sie schon hat. Danke. Fühl dich wie zu Hause. So einen Luxus hatte ich schon lange nicht mehr. Ein Raum, den man mit Türe verschließen kann. Ja, so ein Wohnmobil hat schon seine Vorzüge. Hier ist so ein richtiger Tisch. Ich kann es gar nicht glauben, mein Glück. Es ist auch einfach urgemütlich hier drin. So viel Holz verbaut und die Couch sieht richtig gemütlich aus. Am liebsten würde ich mich eigentlich hier jetzt einmal hinlegen und chillen. Aber ich nutze den Tisch und kann mich hier ordentlich hinsetzen und arbeiten. Wir machen hier kurze Lagebesprechung im Cheap Like a Bird Womo. Im Meeting Womo. Also Meeting ich mach nur Womo. Süppchen. Ja, das ist so riesig hier. Ich kann es manchmal gar nicht glauben. Also ich saß ja hier jetzt so 1-2 Stündchen und habe gearbeitet und es fühlt sich an wie ein Haus und ich gucke draußen auf unser Auto. Ja, und mich sieht man nicht mal, wenn ich da im Auto. Ich habe im Auto gearbeitet. Ja. Aber um ehrlich zu sein, von uns ist es auch immer noch krass. Krass groß. Aber es ist gemütlich. Es ist absolut Ja, gemütlich. Voll. Mega. 10 von 10. Ich werde gewomofluenzt. Wer das auch möchte, schaut mal bei Cheap Like a Bird auf dem YouTube-Kanal vorbei. Wahrscheinlich kennt ihr sie schon alle. Trotzdem, vielleicht Wir auch sind der ja eine hier andere mit nicht. der... Hallo! Das ist der Silvio. Ich glaube zwar an dieser Stelle haben wir es bestimmt schon ein oder andere Mal erwähnt, aber ja, check mal Cheap Like a Bird aus. Die sind mit einem bisschen anderen Fahrzeug unterwegs. Aber deswegen nicht weniger. Nicht weniger Offroad. Ja. Ja, aber so ein Wachwesen. Oh, da kommt ein richtiges Wetter. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo es so langsam unangenehm wird mit den Moskitos und den kleinen Fliegen vor allem, den Midges. Deswegen nutzen wir jetzt noch die Gelegenheit und räumen alles ein, weil wir nicht so sicher sind, ob das Wetter heute Nacht schon kommt und wir nass werden oder ob wir über Nacht nochmal trocken bleiben. Einen wunderschönen guten Morgen von unserem Traumspot hier. Das ist wirklich einer der schönsten Plätze bisher unserer Schwedenreise. Und um mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen, es ist nämlich nicht alles nur herrlich und unbeschwerte Abenteuer, sondern ich reise ja eigentlich schon seit wir unterwegs sind
mit einer chronischen Krankheit, mit Endometriose, die, wer die Krankheit kennt, oft dem Körper sehr viel Energie raubt und sehr wechselhaft ist. Deshalb versuche ich jetzt umso mehr in unserem kleinen Dachzeltabenteuer hier auf meine Morgenroutine zu achten und trinke hier gerade das Morgenritual von Naturtreu. Das ist ein kleiner Stoffwechseldrink und ja, gibt mir schon mal eine gute Basis für jeden neuen Abenteuertag. Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel begleiten mich eigentlich schon seit meiner Diagnose 2018 und die Naturtreu-Produkte waren auch schon auf unserer großen Panamerikaner-Reise mit dabei und immer, wenn es die Möglichkeit gab, habe ich mir Nachschub organisiert und gerade 2 Begleiter, die mich besonders von innen heraus supporten, sind einmal Frauenstärke mit B6 und Mönchspfeffer, die so ein bisschen meinen Zyklus unterstützen, und Flammengarde. Gerade mit Endometriose hat man immer sehr hohe Entzündungswerte im Körper und Flammengarde wirkt da richtig gut, für mich zumindest, dagegen mit Kurkuma und Ingwer-Extrakten und könnte mir eigentlich die 3 Produkte nicht mehr aus meinem Van-Camper-Dachzelt-Alltag wegdenken. Was ich besonders gut finde an den Naturtreu-Produkten sind, dass sie vegan und laborgeprüft in Deutschland hergestellt werden, also komplett ohne Chemie auskommen. Und wenn ihr jetzt euch auch was Gutes tun wollt und eurer Routine, dann schaut doch mal im Online-Shop von Naturtreu vorbei, denn mit unserem Code Neuland15 spart ihr als Neukunden 15% auf euren gesamten Einkauf und wenn ihr, wie wir, schon lange Naturtreu-Kunden seid, dann bekommt ihr 10% mit dem Code Neuland10. Ich schreibe euch aber alle Infos unten nochmal in die Beschreibungsbox. Zelt ist schon zusammengepackt und wir machen uns jetzt auf den Weg in die nur wenige Minuten entfernte Wanderung zu einem Wasserfall. Da freuen wir uns alle schon richtig drauf und wir haben schon so früh zusammengepackt, weil es ab heute Mittag regnen soll. Deswegen wollen wir jetzt noch die sonnigen Morgenstunden nutzen. Crazy, wir hätten nicht gedacht, dass das so ein offizieller Eingang ist und mit Parkplatzeinweisung. Hier ist ganz schön was los. Wir dachten, wir machen so eine kleine Wanderung zu einem kleinen Wasserfall, aber das ist ein richtig offizieller Nationalpark. Mal gucken, ob man noch Eintritt zahlen muss. Muss man nicht. Aber irgendwie wirkt es so, weil es alles so krass ausgebaut ist. Einer der wenigen Nationalparks, wo man keinen Eintritt zahlen muss. Sehr gut. Kein Eintritt, immer gut. Und ich wusste, dass es ein Nationalpark ist, aber ich hätte es mir auch als ein bisschen abgespeckter vorgestellt. Ja. Ist doch geil. Sieht hier aus wie im Schwarzwald. Also wenn ich nach Schweden kommen möchte, kann auch einfach im Schwarzwald vorbeigucken. Einmal zur Grünhütte. Ja. Man geht auf jeden Fall schnellen Fußes zum Wasserfall. Wir können es auch schon rauschen hören. Denn wer stehen bleibt, wird aufgefressen von den Moskitos. Also einfach durchmarschieren und ab zum Ziel. Aber wir können es schon hören. Von wegen Wasserfall, das war nur der Fluss. Der rauscht aber auch schon gewaltig.
ist mega schön hier. So ein richtiger verwunschener Wald wieder. Eine richtig schöne Wanderung mit so einem Schlängelweg bis zum Wasserfall. Mega schön. Also irgendwie dachte man am Anfang, der ist schön, aber ein kleiner Wasserfall. Aber je näher man jetzt kommt, das ist schon gewaltig. Der ist echt riesig. Vor allen Dingen in so einem Felsgrund mittendrin. Sieht sau cool aus. Wir machen uns jetzt auf dem Rückweg. Es ist nämlich ganz schön voll geworden. Und das ist nur so eine kleine Plattform vorne am Wasserfall. Sprich, da haben wir uns schnell wieder verkrümelt, weil doch auch einige Hunde unterwegs sind. Was mich ultra stresst. Also es lohnt sich, glaube ich, eher sehr, sehr früh morgens oder sehr, sehr spät abends hierher zu kommen. Wobei spät abends kann ich mir noch schöner vorstellen, weil dann die Sonne wahrscheinlich auf den Wasserfall drauf fällt. Ja, deswegen geht es jetzt wieder zurück zum Jimny. Ist doch auf dem Rückweg ganz schön warm geworden. Lea und Silvio sind schon losgedüst, weil die kleine Maus eingeschlafen ist und das Schläfchen wollen sie nutzen zum Fahren. Und wir ja, düsen jetzt einfach hinterher und treffen die da dann wieder. Wir treffen uns mit Lea und Silvio hier in Idre. Da steht so ein sehr groß aus. Ja, aber spricht man das Ach so. EO-mäßig aus? Keine Ahnung. Idre. Tja, Da sind wir. Genau, hier sind wir aktuell. Hier gibt es eine Tankstelle und einen kleinen Einkaufsladen, wo wir ein bisschen aufstocken können und Eisschild. Mhm. Und Die Sonne ist da. Die Tankstelle ist bitter nötig. Das Tanklicht leuchtet schon. Eine ganze Weile. Und so lang kann man mit dem Jimny nicht fahren. Geschafft. Gerade so geschafft. Viel weniger geht nicht auf der Nadel. Also, wir haben getankt. Mir ist noch ein kleines Missgeschick passiert. Mir ist ein bisschen Benzin über den Ärmel gelaufen und das stinkt jetzt richtig abartig. Aber es ist Gott sei Dank warm genug. Ich habe es auch hier schon ein bisschen ausgespült. Derweil hat Basti drüben gegenüber ein Drive-In-Bingo entdeckt. Und wer unsere Werkstatt Wisconsin-Misere verfolgt hat auf der Panamericana, der weiß, dass wir da Bingo spielen waren und das gar nicht mal so wenig erfolgreich. Deswegen, und wenn man schon mal Drive-In-Bingo spielen kann, hallo, dann müssen wir das ja wohl nutzen. Hey, ich vermute, ihr habt da bestimmt keinen Bock drauf. Wir aber extrem. Was Wir gehen jetzt darüber und spielen Bingo. Das ist ein Drive-In-Bingo. Ja, da wünsche ich euch viel Glück bei. Ihr wollt jetzt echt darüber Bingo spielen, ihr habt sie nicht alle, aber das finde ich gut. Warum? Fahr doch hin, da stehen doch direkt zwei. Also wir können entweder im Auto sitzen bleiben und dann übers Radio hören die Nummern.
Wird bei uns aber ziemlich schwer, weil das alles auf Schwedisch ist. Dann müssten wir irgendwie mit Handy das machen. Aber wir gehen jetzt mal rein und gucken, ob wir auch uns da hinsetzen können. Bingo, Baby! Okay, wir haben 2 Blöcke und 2 Freeplay. Keine Ahnung, was das heißt. Und wir sitzen in der Nähe, damit wir die Zahlen sehen können. Gucken, was das wird. Alla vi som älskar bingo, klappa nu. Alla vi som älskar bingo, klappa nu. Bra. Vi påminner om att 67. 67. So it's like this. Okay. Das ist einmal ganz runter. 88. 8, 8. Ach, na, okay. Scheinbar erstes Bingo und auch in den Autos und dann wird gehupt, wenn man Bingo hat. Sehr gut. Wir noch nicht. Vinnare till varsin radar. 67. So langsam haben wir die Zahlen raus, ne? Die erste Runde war nix. Also jetzt mal. Då spelar vi 3 rader och 500 kronor. 3 rader. 87. 8, 7. Det blir som på dem. 8, 8. Da har vi ingenting. Also bei dem ersten Spiel, 8 Runden, haben wir nichts gewonnen. Das war gar nichts. Jetzt gibt es noch eine, die heißt Free Play. Wir haben aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist unsere letzte Chance. So. Mega witzig und irgendwie was komplett anderes, als was wir so die letzte Zeit gemacht haben, obviously. Aber irgendwie eine richtig lustige Abwechslung. Haben ganz viele nette Menschen kennengelernt, alle waren super freundlich. Und als wir es gesehen haben, dachten wir, warum nicht? Und jetzt fahren wir wieder ab in die Natur. Und da war das ein schöner, kurzer Zwischenstopp. Ihr seht ja lustig aus. Das war jetzt ja ein lustiger Zufall. Wir fahren jetzt hier gerade, das ist in der Nähe von Idre, wo wir gerade Bingo gespielt haben, auf so ein Hochplateau hoch. Und das Hochplateau soll bekannt dafür sein, dass man viele Rentiere sehen kann und die Landschaft soll auch einfach unfassbar gigantisch sein. Und dann laufen uns einfach die Rentiere hier im Ort über den Weg. Die sehen so cool. Und da steht noch eins, mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße. Wie abgefahren sieht es hier eigentlich aus? Das ist ja eine Landschaft, gigantisch, und hier ist eine riesen Herde Rentiere einfach neben uns. Ich flippe aus. Keine Bäume mehr auf einmal, eine Ultraweite in alle Richtungen. Und Rentiere. Krass. Da wollen wir hoch. Und es ist jetzt 20 Uhr. Sollte man nicht meinen bei dem Licht, aber
Mega cool, dass man so spät noch solche Sachen machen kann. Aber es ist hoch. Wir sind oben angekommen. Es fühlt sich wie eine krasse Gipfelbesteigung. Aber so weit war es gar nicht. Und ich glaube, es ist ziemlich windig hier oben. Glaubst du? Ich weiß. Deshalb genießen wir den Ausblick und machen uns gleich wieder auf den Weg runter. Mit so einer Landschaft habe ich in Schweden irgendwie nicht gerechnet. Ich weiß auch nicht. Hat schon fast Südamerika-Vibes. Mega cool. Stopp. Das war ja mega schön. So eine Landschaft, ey, das ist ein absoluter Traum. Davon könnte ich mich nicht satt sehen. Hätte ich jetzt da oben sitzen bleiben können. Wir haben leider nichts zu trinken mitgenommen. Und gerade wollte ich sagen, auch den Sonnenuntergang angucken, aber der dauert noch ein paar Stündchen. Aber umso schöner, dass man einfach so lange auch so schönes Licht hat. Ein Traum, absoluter Traum. Packt das auf jeden Fall auf eure Schweden-Bucketlist. Jetzt geht's zum wohlverdienten Stellplatz und Essen, weil Hunger. Wir sind jetzt hier gerade auf einer Schotterpiste abgebogen und es ist einfach nur traumhaft schön, jetzt hier in den Abendstunden zu fahren. Wir haben kurz vor 11 Uhr, also man kann richtig lange noch unterwegs sein und wir haben einfach gerade wieder einen Elch gesehen und es war so schön. Der stand perfekt um den See herum. Einfach nur ein Traum. Also das ist nochmal ein richtiger Geheimtipp. Wirklich sehr spät einfach unterwegs zu sein. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz nach 7. Wir sind schon unterwegs auf einem längeren Spaziergang. Und sind noch im Schlafanzug, beziehungsweise nur ich. Basti hat es irgendwie noch geschafft, sich anzuziehen. Wir mussten heute Morgen flüchten, weil über Nacht unser Zelt einfach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, übernommen wurde von kleinen Mücken, diesen Mini-Mitches, die es hier gibt. Wir hatten schon immer mal ein paar am Abend und so vorm Zelt, ums Zelt und aber dass es so schlimm am Morgen ist, wirklich das komplette Zelt sitzt voll. Man kann nichts machen, sie kommen durch das Moskitonetz durch. Und ja, wir waren weder im Zelt noch außerhalb des Autos irgendwie sicher. Es war wie in einem
Schweden-Horrorfilm. Ich glaube, das stand letzte Woche irgendwo unter den Kommentaren. Und ja, genau so fühlt es sich heute Morgen an. Deshalb spazieren wir jetzt eine Runde mit Peps, eine längere Runde, und hoffen, dass, wenn wir zurückkommen, ja, irgendwie auf wundersame Weise die ganzen Mücken verschwunden sind und wir zusammenpacken können und dann weiterfahren können. Wir parken allerdings auch nicht direkt an dem Fluss, der sich bewegt, sondern das ist so ein kleiner Tümpel. Und wir parken jetzt quasi zwischen Tümpel und Moorlandschaft. Und ohne Wind, ich glaube, schlimmer gibt eigentlich gar nicht. Perfektes Biotop für unsere kleinen Freunde. Wir müssen uns nämlich auch bewegen. Stehen bleiben ist keine Option. Dann wird man eingehüllt von diesen Midges. Happy auch. Die hat auch gar keinen Bock da drauf. Die ist dann so, ihr Fell wird eher weiß, weil so viele Midges auf ihr drauf sitzen. Deswegen hoffen wir jetzt, dass ein bisschen Wind aufzieht. Ein bisschen haben wir das Gefühl, es kommt ein bisschen Wind. Und damit haben wir, glaube ich, auch nicht mehr gerechnet, dass wir als Dachzelter auf Wind hoffen. Der Wind, unser bester Freund. Da hinten standen wir vorher. Und jetzt haben wir ihn hier hochgestellt. Die Fliegen sind einfach immer noch da. Es ist schon ein bisschen besser geworden, aber wir werden jetzt auf jeden Fall schnellstmöglich zusammenpacken und hier verschwinden. Auto steht hier oben an der Straße und wird so langsam trocken. Hoffen wir das Beste. Ja, das wird schon, das kriegen wir wieder hin. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir diese Woche, denn es war echt so geil abwechslungsreich. Ja, Nochmal so ein bisschen andere Landschaft von Schweden. ein ganz anderes Schweden, ein unerwartetes Schweden. Ja, voll. Es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir haben Elche gesehen, wir haben Rentiere gesehen. Also es war schon wirklich absoluter Hammer diese Woche. Die Midges, ja gut, der Abschluss ist jetzt ein bisschen doof, aber auch das wird, glaube ich, wieder besser. Die schönen Erlebnisse macht das wieder wett, aber ich glaube, besser wird es nicht, um dir die Hoffnung zu nehmen, denn weiter nördlicher. Ja, vielleicht stehen wir da nicht so zwischen Tümpel und Moor. Naja, lassen wir ihn mal hoffen. Ich glaube eher nicht. Okay, wir sehen uns nächste Woche wieder. Abonniert den Kanal. Es wird spannend, es bleibt spannend. Emoji der Woche ist ein Elch, ist doch klar. Hatten wir, glaube ich, schon mal, aber wenn wir jetzt welche gesehen haben, muss das rein. Auf jeden Fall. Ist richtig cool. Rentiere auch. War alles dabei. Wir können auch ein Moskito als Emoji der Woche nehmen. Und sonst natürlich das Support-Herz in die Kommentare. Und ja, Dann sehen nächste wir. Woche geht es Richtung Wilderness Road. Das wird, glaube ich, auch richtig cool. Ja, bis nächste Woche. Danke. Ende. Ende.